Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Klingt dein Blockflötenspiel irgendwie abgehackt? In diesem Video zeige ich dir, wodurch das kommen kann und was du dran ändern kannst. Christiane hat in einen Kommentar unter eines meiner Videos geschrieben, dass sie schon seit 4 Jahren Altblockflöte spielt und auch Unterricht nimmt, aber dass ihr Spiel immer noch irgendwie nicht so ganz flüssig klingt, dass die Töne voneinander getrennt klingen. Das Problem haben viele von euch, glaube ich, und ich habe das jetzt mal etwas drastisch abgehacktes Spiel genannt, dass es irgendwie wie abgehackt klingt. Das ist bei Anfängern oft der Fall, aber das kann euch auch passieren, wenn ihr schon sehr fortgeschritten seid. Und jetzt wollen wir mal schauen, was ihr daran ändern könnt. Also Christiane hat geschrieben, dass sie, wenn sie im Legato spielt, also gebunden, ganz ohne Zungenstoß, dass sie dann einen schönen fließenden Atemstrom hat. Aber sobald die Artikulation hinzukommt, also sie mit Dü oder Tü spielen möchte, es irgendwie so unterbrochen klingt und dass sie auch gar nicht schön Musik machen kann deshalb. Außerdem schreibt sie noch, dass wenn sie sich selber aufnimmt beim Spielen, dass sie dann hinterher gar keinen Unterschied hört, ob sie Dü oder Tü gespielt hat. Als Antwort auf diesen Kommentar von Christiane hat Norman etwas kommentiert und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Das ist nämlich sehr gut, was er da geschrieben hat. Ein toller Tipp für Christiane. Norman hat geschrieben: Ich hätte da vielleicht so eine Idee. Halte die flache Hand ganz nah an den Mund und blase in gemäßigtem Tempo deine Düs. Der Atem sollte kaum unterbrochen werden und möglichst immer an der gleichen Stelle deiner Hand ankommen. Atemstrom also geradeaus. Fühlst du, dass der Atem auf deiner Hand unterbrochen wird, vermute ich, dass du staccato-artig spielst. Die Zunge also zu lange an der Oberkante deiner Zähne verweilt. Vera hat dazu vielleicht noch eine viel bessere Idee. Nein, also ich habe auch noch was dazu zu sagen, aber Norman, das ist schon mal ein super Tipp. Also das würde ich euch jetzt, wenn ihr alle das Problem, oder nicht alle, aber wenn einige von euch das Problem haben mit zu abgehackt klingendem Spiel, ist das ein super Tipp von Norman. Das würde ich euch wirklich empfehlen, das mal zu tun. Und zwar, dass ihr ohne die Flöte eine bestimmte Tonfolge, die ihr euch vorstellt, ihr würdet die spielen, mit der Zunge artikuliert und dabei in die Hand hineinhaucht sozusagen. Also da nehme ich jetzt mal ein super einfaches Liedchen, nämlich Alle meine Entchen. Das kennen die meisten von euch. Und mit der Zunge wäre das ja dann und das mache ich jetzt in die Hand hinein. Was ich jetzt aber noch mache, ich blase jetzt richtig. Jetzt versuche ich mal nicht so schnell zu blasen, nicht so feste, sondern ich versuche das so zu hauchen in meine Hand, dass der Atem sich warm anfühlt dabei. Das müsst ihr wirklich mal ausprobieren, dass ihr das so sanft macht, dass der Atem warm auf die Hand trifft und dann spürt ihr nämlich genau, wenn der Atem unterbrochen ist, dann wird es kalt an der Hand. Also probiert das mal ruhig in Ruhe aus. Vor allem bei den längeren Tönen, ja. Dü, 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 da durchzuhalten. Natürlich unterbricht der Zungenstoß, also wenn wir Dü machen in dem Fall, unterbricht das jedes Mal den Atemstrom. Aber diese Unterbrechung, die müsst ihr so kurz wie möglich halten, indem ihr euren Atemstrom durchgehen lasst.
Das müssen wir uns jetzt erst noch mal so grundsätzlich klar machen. Unser Atemstrom, den müssen wir uns vorstellen wie den Motor unserer Töne. Der Atemstrom, der ist, so müsst ihr euch das vorstellen, immer da. Der muss immer strömen, der Atem. Der muss immer fließen. Und die Zunge, die unterbricht den ab und zu, indem sie kurz mal an den Gaumen geht. Mit Betonung auf kurz. Ja, und dann muss sie sofort wieder zurück. Das ist auch wahrscheinlich, was Norman gemeint hatte, dass die Zunge zu lange oben verbleibt. Bei Christiane möglicherweise oder bei vielen von euch. Also eure Intention muss sein, dass der Atemstrom sich überhaupt nicht lange unterbrechen lässt. Der will einfach, wie so ein, müsst ihr euch vorstellen, als wäre da so ein elektrischer Luftstrom, der irgendwie mit der Maschine gemacht wird, wie das bei Orgeln zum Beispiel ist, ja, dass einfach die Luft strömt und dass ihr dann mit der Zunge nur die Chance habt, ganz kurz dazwischen rein zu grätschen, aber der Atemstrom geht sofort wieder weiter. Und das könnt ihr wunderbar ausprobieren mit diesem Trick mit der Hand und achtet dann noch mal drauf, probiert das ruhig ein paar Mal, wie sanft ihr dann eigentlich blasen müsst. Ich sage immer, man muss gar nicht richtig blasen, aktiv blasen in die Blockflöte, sondern die Luft, die man sowieso im Körper hat, entspannt rauslassen und natürlich ein bisschen gestützt rauslassen und gut geführt rauslassen. Aber man muss nicht mit Kraft blasen. Jedenfalls nicht bei diesen Tönen, die wir jetzt gerade ausprobieren. Und das würde ich dann mal an eurer Stelle und an Christianes Stelle versuchen zu übertragen auf die Flöte. Also indem ihr das erst in die Hand hinein macht und dann mal nur in die Flöte, ohne irgendeinen Ton zu greifen. Einfach nur die Artikulation mit diesem warmen Atem. Das Gleiche kann man auch mit einem Tü machen zwischendrin. Das ist natürlich noch ein bisschen schwieriger. Weil das Tü härter ist und da hat man die Neigung, den Luftstrom ein bisschen länger zu unterbrechen. Also wenn ihr eine härtere Artikulation macht, wie ein Tü zum Beispiel, müsst ihr euch noch mehr darauf konzentrieren, dass euer Atemfluss bestehen bleibt. Ja, und der nächste Schritt wäre natürlich, dass ihr das dann mal mit den richtigen Tönen macht. Ihr könnt ja jetzt alle meine Entchen mal ausprobieren, aber ihr könnt das natürlich mit jedem Stück machen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel den Anfang einer Telemann-Sonate habe, dann kann ich auch diese Töne erstmal in die Hand hauchen. Und dann nur ohne bestimmte Töne in die Flöte hinein. Und dann natürlich mit den echten Tönen. Das alles geht natürlich am besten, wenn ihr eine entwickelte Atemstütze habt, wenn ihr die Zwerchfellatmung schon beherrscht. Das werden sicher nicht alle von euch schon können, aber das ist sozusagen ein Prozess. Ihr müsst immer wieder dran üben und das, was wir gerade machen, das hilft auch, eure Atemstütze aufzubauen. Also das ist eine Wechselwirkung. Einerseits würde euch das mit Sicherheit viel leichter fallen, wenn ihr schon euer Zwerchfell kontrollieren könnt und den Atem führen könnt, dass so viel raus und viel reingeht, wie ihr möchtet. Aber indem ihr jetzt diese Übung macht, trainiert ihr ja auch schon, dass ihr zumindest versucht, euren Atem zu kontrollieren. Ihr wisst ja, dass ihr in meinem Blockflöte Next Level Kurs, in dem Videokurs, das richtig ausgiebig lernen könnt und durcharbeiten und üben könnt und wirklich für immer können könnt, wenn ihr das möchtet. Aber wie gesagt, jede Übung hilft und wir sind jetzt gut dran. Also Christiane, ich hoffe mal, du machst das mit und probierst das mal aus und das hilft dir so ein Stückchen. Gerade bei Anfängern auf der Blockflöte kommt es sehr häufig vor, dass der Atemstrom unterbrochen wird. Da kommt noch hinzu, dass die Anfänger unter euch, also häufig, nicht nur
den Atemstrom zu sehr durch den Zungenstoß unterbrechen, sondern dass viele von euch irrtümlicherweise annehmen, dass ihr jeden Ton von neuem blasen müsst, also jeden Ton einzeln blasen müsst. Und wenn das Ganze dann auch noch ohne Zungenstoß gemacht wird, dann klingt das so. Aber selbst wenn ihr den Zungenstoß schon könnt, also das Dü oder das Tü, was ich ja dringend empfehlen würde, das von der allerersten Blockflötenstunde an schon einzuführen, also niemals ohne Dü anfangen und ein paar Wochen spielen so und dann erst den Zungenstoß hinzunehmen. Aber selbst wenn ihr den könnt, kann es euch auch passieren, dass ihr die Töne von dem Luftstrom her komplett trennt, dass ihr lauter einzelne Luftströmchen spielt. Und gerade bei Anfängern mache ich dann immer noch gerne diese Übung. Die können alle von euch ruhig machen, auch wenn ihr schon sehr fortgeschritten seid, dass ihr nämlich einen durchgängigen Zungenstoß außerhalb der Flöte spielt und während ihr das tut, die Flöte in den Mund macht. Also bei Kindern nenne ich das immer den Zug, der in den Tunnel fährt. Und das wäre dann so. Wenn ihr das jetzt in eurem Stück üben möchtet, dann kann das komplett in die Hose gehen. Ihr habt jetzt diese Übungen und alles gemacht und jetzt spielt ihr eine Telemann-Sonate oder ein Stück von Jakob van Eyck und dann klingt es wieder abgehackt. Dann kommt das mit Sicherheit dadurch, dass ihr euch zu viel Heu auf die Gabel genommen habt gleich, dass ihr gedacht habt, okay, Prinzip habe ich verstanden, Übung hat geklappt, jetzt mache ich es im gesamten Stück. Und das ist der Fehler dann, also da solltet ihr euch ganz kleine Passagen nehmen, die ihr dann wieder vielleicht anhand der Übung mit der Flöte so oder mit der Hand vorbereiten könnt. Aber wenn ihr sagt, ja, das ist mir jetzt alles zu viel Gedöns, ich will das jetzt direkt mal so schön zusammenhängend spielen, also im Portato eigentlich, dann nehmt kleine Passagen und hört gut hin, ob ihr auch wirklich zusammenhängend spielt, ob euer Luftstrom wirklich nur ausnahmsweise ganz kurz unterbrochen wird durch den Zungenstoß. Wenn ihr nämlich längere Passagen damit übt, verfallt ihr ganz schnell in eure alte Gewohnheit. Und dann haben vielleicht die ersten paar Töne gut geklappt, aber der Rest klingt dann wieder getrennt oder abgehackt, wie man es nennen will. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen weiterhelfen in puncto abgehacktem Spiel. Ich hoffe, Christiane, es hilft dir jetzt. Schreib mir bitte unbedingt in die Kommentare, ob das so ist, ob noch weitere Fragen sind. Ja, vielleicht haben andere von euch noch außer Normen Tipps für Christiane und für mich auch. Vielleicht kann ich ja auch was Neues lernen, wie ich euch das beibringen könnte. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann tut das mal ganz schnell. Dann würde ich mich sehr freuen und dann verpasst ihr ja auch kein Video mehr von mir. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.